Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um unsere neue Alexa Sprachsteuerung, speziell heute der Themenbereich Navigationssystem und was ihr damit alles steuern könnt. Da gibt es nämlich richtig viele Funktionen. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, heute also mal wieder ein Video zum Thema Alexa Sprachsteuerung mit dem Spezialgebiet Navigationssystem. Und bevor ich loslege und euch alles erkläre, ganz kurz an dieser Stelle die Info: Habt ihr euer Fahrzeug noch relativ frisch oder noch gar nicht viel Erfahrung mit Alexa sammeln können, würde ich euch empfehlen, dieses Video mal reinzuschauen. Da geht es um die Verbindung von Alexa und eurem Auto, damit es auch alles reibungslos funktioniert, so wie ich euch das hier erkläre. Und das solltet ihr als ersten Schritt mal gemacht haben. Außerdem haben wir euch schon ganz viele andere Videos zum Thema Alexa Sprachsteuerung hochgeladen, auch zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Und damit es für euch ein bisschen einfacher ist, haben wir das euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt, ob da irgendwas noch dabei ist, was euch auch noch interessiert. Vielleicht auch noch interessant für euch, wir haben euch sogar eine komplette Liste mit den wichtigsten Befehlen zusammengestellt. Das finde ich ganz angenehm, weil es gar nicht so eine richtige Zusammenfassung von Mazda gibt und auch in der Anleitung dazu relativ wenig steht. Nutzt es auch gerne, verlinke ich euch wie immer, könnt ihr euch einfach ausdrucken, mit ins Auto reinlegen und einfach mal so ein bisschen rumprobieren und auch einfach mal testen, wie das Ganze funktioniert. Ja, jetzt legen wir heute also mit dem Thema Navigationssystem los. Und bevor die ersten Befehle jetzt von mir kommen, ganz kurz noch erklärt, damit ihr wisst, warum mein System so reagiert, wie es eben reagiert. Ich habe hier ganz bewusst die Sprachbefehle, den Sprachkommando Alexa ausgeschaltet. Einfach damit immer, wenn ich diesen Namen sage, jetzt nicht dauernd hier die Alexa mit mir sprechen möchte. Das macht es jetzt hier für dieses Video ein bisschen einfacher. Ihr könnt es natürlich anlassen. Ich habe es jetzt nur so gemacht, dass ich immer nur hier auf diese Taste drücken muss, damit es funktioniert, um eben hier im Video das ein bisschen reibungsloser zu gestalten. Ja, und jetzt kommen wir eben zum Navigationssystem. Da gibt es natürlich ganz viele Befehle, die man da verwenden kann. Und ich will euch hier so ein paar Inspirationen geben, einfach ein paar Tipps, die ihr natürlich auch komplett umwandeln könnt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Befehl sage, könnt ihr den natürlich auch ein bisschen anders umformulieren. Alexa ist hier sehr flexibel und ihr könnt natürlich dann auch im Endergebnis dann verschiedene andere Formen noch hinzufügen. Ich zeige euch mal so ein paar Beispiele. Also ihr wollt also zum Beispiel irgendwo hinfahren, aber ihr wisst noch nicht genau, wo das ist. Oder ihr wisst gar nicht, ob es das überhaupt gibt, dann sind das so typische Fragen wie, wo ist? Also zum Beispiel, wo ist die nächste Tankstelle, Restaurant, Krankenhaus, Parkplatz? Solche Sachen könnt ihr natürlich auch Alexa fragen, bevor man jetzt das Handy einfach beim Fahren in die Hand nimmt und dann Google nutzt. So geht es natürlich schneller. Probieren wir gleich mal aus. Machen wir mal so ein typisches Beispiel, Tankstelle. Ja. Wo ist die nächste Tankstelle? Am nächsten ist die Tankstelle DESA GmbH, 1,2 Kilometer entfernt in Rudolf-Diesel-Straße 1. Genau, das ist bei uns hier in der Nähe so eine Tankstelle. Da waren wir sogar schon mal bei einem Video, haben dann hier getankt. Das ist die wirklich absolut kürzeste. Und ihr könntet natürlich auch sagen, nicht nur, wo ist die nächste Tankstelle, sondern wo sind denn die Tankstellen in der Umgebung. Das könnte man ganz genauso machen. Dann würdet ihr dann eine Liste bekommen mit verschiedenen Tankstellen. Funktioniert ganz genauso. Oder aber, ja, was weiß ich, so ein typisches Beispiel. Wo ist das nächste Restaurant? Am nächsten ist das Restaurant Landgasthof Keser GmbH und Co. KG, 0,7 Kilometer entfernt in Brutzwinden 102. Genau, ist also auch ganz interessant. Ihr seht schon sogar ein kleines Bildchen dabei, finde ich ganz nett, dass man so einen kleinen Eindruck hat. Ist tatsächlich hier so ein kleiner Biergarten in der Nähe. Er zeigt euch sogar an, dass gerade im Moment geschlossen ist, also zwischen diesen Zeiten. Die haben wahrscheinlich heute Ruhetag, bei uns ist heute Montag. Das heißt, die fangen dann tatsächlich erst morgen an, wieder das Arbeiten. Und ihr könnt dann natürlich hier einfach auf Navigieren gehen. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, navigiere mich, sondern ich habe jetzt die Frage gestellt, wo ist? Ja? Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen daran denkt, dann könnt ihr mal sagen, okay, wie weit ist etwas entfernt? Weil ihr wisst jetzt natürlich nicht, wie weit es ist. Er hat es euch zwar angezeigt. Man könnte auch einfach sagen, okay, was weiß ich, man will mal wissen, wie weit zum Beispiel Würzburg von uns entfernt ist. Man könnte das einfach mal machen. Wie weit ist Würzburg entfernt? Würzburg ist 85,2 Kilometer per Auto entfernt. Okay, und jetzt sagt er, okay, jetzt wisst ihr zwar die Distanz, aber wäre auch noch interessant zu wissen, wie lange braucht ihr dafür? Wie lange brauche ich nach Würzburg? Bei der gegenwärtigen Verkehrslage benötigst du etwa 1 Stunde und 15 Minuten, um nach Würzburg zu fahren. Also irgendwie eine super praktische Funktion, wenn ihr irgendwie gerade mit dem Auto im Urlaub unterwegs seid, irgendjemand hat einen Vorschlag, wir können doch da mal hinfahren, ne, dann will man vielleicht wissen, wie weit und wie ist der Verkehr und so weiter. Das
löst das System alles auf einmal. Also auch eine sehr, sehr nette Sache. Jetzt muss ich tatsächlich mal so ein bisschen auf meine Spickliste schauen. Ich habe mir nämlich ein paar coole Befehle noch für euch aufgeschrieben. Ja, was auch noch ganz nett ist, zum Beispiel Sehenswürdigkeiten. Also ihr seid zum Beispiel irgendwo, wo ihr sonst nicht seid. Urlaub ist eben so ein klassisches Beispiel im Moment. Und ja, könnt ihr natürlich auch fragen, was gibt es für Sehenswürdigkeiten in der Nähe? Was gibt es für Sehenswürdigkeiten in Ansbach? Das könnte deine Frage beantworten. Ich kenne 10 Ansbach-Sehenswürdigkeiten einschließlich St. Gambertus, St. Johannes, Residenz Ansbach und Orangerie. Also das sind tatsächlich auch bei uns jetzt so die beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Orangerie kann ich übrigens empfehlen, super schöner Schlossgarten da auch. Kann man wirklich mal hinfahren, so einen schönen Nachmittag verbringen. Und jetzt könnt ihr natürlich dann theoretisch auch zu diesen Sehenswürdigkeiten fragen. Zum Beispiel jetzt zu dieser Kirche. Gucken wir mal. Was kannst du mir zu St. Gambertus Kirche in Ansbach erzählen? Übersetzt von wikipedia.org. Die Kirche enthält die ältesten Bauwerke in Ansbach und gilt als Ansbachs Stadtsymbol. Also auch hier bekommt man ein paar nette Informationen, natürlich jetzt nicht so umfangreich, wie wenn ihr jetzt einfach danach googeln würdet. Das ist ja auch wirklich eher fürs Fahren gedacht, eher sehr, sehr minimalistisch, aber einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es sich jetzt lohnt, dahin zu fahren oder eben nicht. Jetzt hatten wir so ein bisschen die typischen Sonderfälle, die aber tatsächlich mit dieser normalen Sprachbedienung eher sehr schwer zu lösen waren. Da war das System einfach noch zu unflexibel. Das wollte ich euch hier jetzt mal speziell natürlich noch zeigen. Aber natürlich die klassische Routenführung, die man so tagtäglich braucht, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt, die funktioniert hier mit Alexa natürlich ganz genauso hervorragend. Beispielsweise war es mit dem Original-Sprachsystem nicht möglich, sich direkt ins Stadtzentrum führen zu lassen. Das geht jetzt natürlich mit Alexa. Machen wir einfach mal folgendes Beispiel. Fahre mich ins Nürnberger Zentrum. Möchtest du eine Zielführung für Nürnberg, Bayern, Deutschland in Nürnberg? Ja. Okay, Zielführung wird gestartet. Bitte fahren Sie zur markierten Route. In 150 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen. So, hat also wirklich sehr, sehr schön geklappt. Ihr könnt natürlich diese Route auch ganz normal mit Sprachbefehlen wieder beenden, so wie man das eben auch gewöhnt ist. Routenführung beenden. Okay, wird abgebrochen. Ja, das also zum Thema Navigationssystem. Wie ich schon sagte, es gibt natürlich noch eine ganze Vielzahl von Befehlen. Ihr könnt die auch umwandeln, natürlich auch selber formulieren. Da ist eben auch Alexa wesentlich flexibler von der Sprachstruktur, also wie er diese Bausteine aneinandersetzt, kann viel mehr auch Befehle verstehen, sehr viel intuitiver. Man muss jetzt also sich nicht an eine bestimmte Form halten. Finde ich wirklich einen ganz großen Fortschritt zum bisherigen System und würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, weiterzuverwenden. Jetzt gibt es vielleicht unter den Zuschauern unter euch auch einige, die sagen, ja Mensch, Alexa brauche ich nicht, ich benutze ja Google App und Android Auto oder eben von Apple dann das entsprechende Siri-Modul. Das geht natürlich, ihr könnt diese ganzen Sprachsysteme auch kombinieren miteinander und wie das funktioniert, haben wir euch auch schon in einem Video gezeigt. Verlinke ich euch mal da oben, könnt ihr euch gerne auch im Anschluss nochmal dazu anschauen. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen noch zum Thema Sprachbedienung des Navigationssystems habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein, versuche ich euch natürlich so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, es freut uns natürlich immer sehr. Denkt noch dran, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.